Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das Lovens Explorer und es hat den heimischen Markt im Sturm erobert. Und auch ihr habt regelmäßig gefragt, wann ich das denn mal teste. Und jetzt ist es soweit. Und wir wollen in diesem Video mal gucken, was die Leute an dem Lovens so lieben. Lovens ist eine Marke von Optima Cycles aus den Niederlanden, die schon viele Jahre Erfahrung im Bau von Lastenrädern, Fahrrädern und E-Bikes haben. Das Lovens Explorer ist aber deren komplette Eigenentwicklung und wird auch in deren eigenen Fabriken gebaut. Und in diesem Video wollen wir uns die überarbeitete Version des Lovens Explorer ansehen. In diesem Falle das Lovens Explorer S85. Das wird allerdings nicht das einzige Video zum Lovens Explorer sein, sondern am Ende der Testphase werden wir dieses Fahrrad einmal bewerten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Kanal hier zu abonnieren. Allgemein lebt die Radelbande von eurem Feedback. Deswegen würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar unten in der Kommentarspalte. Vielleicht über dieses Fahrrad oder irgendein anderes Thema, was euch interessiert. Damit helft ihr auf jeden Fall, dass dieses Video möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank! Und jetzt gucken wir uns mal die Details an. Und wir starten mit dem Design, denn das Lovens Explorer kann und will seine Wurzeln gar nicht verbergen. Wir haben hier ein klassisches Bugfeeds-Design, hier mit einem sehr flachen Sitzwinkel und hier mit einem hohen Lenker, und wie ich darauf sitze, da gehen wir nachher noch mal drauf ein. Aber das Design ist nicht nur klassisch, sondern irgendwie auch sehr modern und sehr clever. Denn wir haben hier zum Beispiel eine nach oben versetzte Kettenstrebe oder in diesem Falle Riemenstrebe, die natürlich dafür sorgt, dass der Rahmen keine Öffnung braucht, wo man irgendwie den Riemen durchfädeln muss und damit auch strukturell richtig stabil ist hier hinten und dann der Riemen eben einfach so eingesetzt und gespannt werden kann, und man kommt auch leicht an ihn ran, wenn man ihn mal warten muss oder wenn man das Hinterrad mal rausnehmen muss. Und auch hier vorne ist der Riemen dann weiterhin versteckt und ist dann hier mit einem Schutz versehen, damit eben nicht das weite Hosenbein oder ein Kleid oder Rock irgendwie zwischen Riemen und Riemenscheibe geraten. Das sind so kleine Details, die zeigen, dieses Rad ist für den Alltag und von sehr erfahrenen Menschen designt worden. Auch die Positionierung des Akkus ist hier oben und damit so gewählt, dass man einfach im Stehen rankommen kann und ihn entnehmen und wieder reinklicken kann. Auch wenn ich jetzt hier gerade hocke. Und auch hier im Profil wirkt das Rad optisch sehr leicht, weil es nicht überall mit irgendwelchen Rahmenteilen gefüllt ist. Wir haben hier eine große Bodenfreiheit. Hier auf der Rückseite sind Stellen, wo einfach keine Rahmenteile sind, keine weiteren Verkleidungen, sondern wo einfach ein bisschen Luft ist. Und das sorgt insgesamt für eine sehr klassische und doch moderne Form, wofür Lovens in 2022 auch den IF Designpreis eingeheimst hat. Es bringt so dieses klassische Bugfeeds-Prinzip eben in die heutige Zeit. Aber die interessanten Details enden nicht hier, denn Lovens spendiert dem Explorer nochmal hier diesen Tagfahrlichtstreifen als zusätzliches Extra. Der erhöht nicht nur die Sichtbarkeit und Sicherheit bei Nacht, sondern sieht auch noch mega cool aus und ist richtig auffällig. Ansonsten fällt hier vorne auf, dass es keinen Lenkarm gibt. Hier unten kann nichts irgendwo gegenstoßen. Stattdessen kommt das Rad mit einer Seilzuglenkung, die auch noch hier sehr gut gekapselt ist, um sie vor Wettereinflüssen oder Matsch von der Straße zu schützen. Und das ist nicht nur eine technische Besonderheit,
sondern sieht auch noch richtig gut aus. Das Lovins Explorer kombiniert somit eine klassische Grundform, ein klassisches Grundprinzip mit den modernen Features des 21. Jahrhunderts. Eine Art Super Bugfeeds. Kommen wir jetzt mal auf die Besonderheiten der neuen Version des Lovins Explorer zu sprechen. Denn das hier ist das Lovins Explorer S85. Und das S steht in diesem Falle für smartes System. Denn hier ist schon die neueste Bosch Antriebs-Display-Akku-Kombination verbaut. Hier haben wir das S85 mit dem Bosch Cargoline Motor und 85 Newtonmeter Drehmoment. Und anders als bei den meisten anderen Lastenrädern, wo die Zahl die Länge der Ladefläche bestimmt hier die Zahl das Antriebsdrehmoment. Und neben den smarten Funktionen des smarten Systems bietet Lovins auch noch eine eigene App. Und wenn ihr das Häkchen bei dem GPS-Chip setzt, dann könnt ihr immer sehen, wo sich euer Fahrrad gerade befindet und noch weitere Fahrstatistiken etc. abrufen. Also egal, ob ihr das smarte System oder die Lovins App nutzt, das Rad ist definitiv softwareseitig für die Zukunft gerüstet. Der Zeitpunkt ist erreicht. Wir sprechen über die Box des Lovins Explorer. Die besteht im Wesentlichen aus EPP, expandiertem Polypropylen. Das ist ein sehr leichtes Material, das ist stoßdämpfend, hat isolierende Eigenschaften und lässt sich in so ziemlich jede Form bringen, eben auch in diese Form. Und erfreut sich somit immer größer werdender Beliebtheit als Material für Lastenradboxen. So richtig Stabilität und ihre hauptsächliche Form bekommt sie aber auch durch den umlaufenden Aluminiumrahmen, den ihr hier seht. Hier sind die wesentlichen Punkte montiert. Dieser Rahmen gibt dieser Box erst diese richtige Stabilität, aber hier drin, das kann man dann auch hören, ist es ein sehr angenehmes und warmes Material, selbst an einem Tag wie heute. Die Box hat eine sehr, nun ja, wannenartige Form. Ist hier oben sehr breit und läuft dann hier unten so ein bisschen sanft konisch zusammen, sodass das Bike eben diese leichte Form bekommt und hat dann hier einen großen Tritt, wo man einfach einsteigen kann und hier dann nochmal einen Griff, der dann nicht nur dazu dient, damit Kinder leicht einsteigen können, sondern man könnte sogar ein Schloss hier durchziehen und das Fahrrad so hier oben sichern. Ein paar weitere schöne Details an der Box sind hier dieses eingelassene Lovins-Logo in diesem Kunststoffcover, der dann den Steuersatz verbirgt, dass hier das EPP bis in den Schulterbereich der Kinder hochgezogen wurde und sie somit nicht ihre Arme auf dem blanken Metall haben. Dann hier diese kleinen EPP-Covers, die die hässlichen Bauteile an einer solchen Box abdecken und auch die Reflektoren, die hier auf der Rückseite richtig schön in das EPP eingelassen wurden. An diesen Punkten sieht man die Detailverliebtheit des Designteams von Lovins und dass sie wirklich alles so möglichst aus einem Guss und möglichst integriert haben wollen. Ich finde das sehr schick. Und die Liebe zum Detail zeigt sich dann auch noch in solchen kleinen praktischen Details, wie diesen Ablaufrinnen hier am Boden der Box, sodass eben Getränke oder andere Flüssigkeiten sowie Regen ganz einfach auch wieder rausfließen können. Das Lovins Explorer ist ein Rad für Familien und deswegen ist es standardmäßig hier mit einer Sitzbank für 2 Kinder ausgestattet. Optional gibt es auch die Möglichkeit, eine weitere Sitzbank nach vorne einzubauen und es gibt auch die Möglichkeiten, eine Maxi-Cosi-Halterung hier einzubauen, sodass man eben auch ein Baby mitnehmen kann und dann noch 2 weitere Kinder. Das ist natürlich ziemlich cool, gerade für Familien mit mehr als 2 Kindern. Hier hinten sind 3-Punkt-Gurte eingebaut mit Fitlock-Schnalle. Das ist ein System, das kennt man auch von anderen Lastenrädern. Das ist sehr einfach, lässt sich relativ einfach öffnen, allerdings auch schwer genug, dass Kinder das nicht sofort selber schnallen, sodass sie sich nicht selber abschnallen können. Aber wenn man es wieder schließen möchte, dann gelingt das wirklich sehr einfach. Dann sind hier solche Schulterpolster, die sind gummiert angebracht und was ich ein gutes Detail finde, dass die Gurte nicht über die Schultern der Kinder rutschen, sind hier einfach kleine Schnapper, die dann die Gurte einfach über den Schultern der Kinder halten und hier vorne dann vor dem Brustkorb verschließen. Das ist also auch ein schönes Detail, was die Bequemlichkeit dieser Gurte und auch die Sicherheit für die Kinder erhöht. Die Sitzfläche der Sitzbank ist relativ hoch, sodass die Kinder, wenn sie hier drauf sitzen, einfach ihre Beine anwinkeln können und sie nicht nach vorne ausstrecken müssen, sodass auch nach vorne noch genug Platz bleibt für ihre Rucksäcke oder andere Dinge. Und der weitere Vorteil dieser hohen Sitzbank ist auch, dass hier unten noch Platz ist. Zum Beispiel für das Verdeck. Das brandneue Boxcover
Und das ist auch ziemlich clever. Erstmal sitzt es hier richtig schön auf dieser Box drauf. Das ist richtig schön sauber verarbeitet. Hier ist das Lovins Logo, da wo normalerweise diese kleine Kunststoffkappe ist. Das sieht richtig gut aus. Und auch hier vorne ist halt so ein Ausschnitt, damit der LED-Tagfahrlichtstreifen trotzdem sichtbar bleibt. Hier an der Seite sind dann auch nochmal reflektierende Applikationen. Das sieht auch ziemlich schick aus und erhöht auch nochmal wieder die Sichtbarkeit. Außerdem deckt das Boxcover auch hier diese Griffe ab, die hier normalerweise sind, sodass man da eben nicht so leicht reingreifen kann, nicht so leicht sehen kann, was sich in der Box vielleicht befindet. Es ist natürlich kein richtiger Diebstahlschutz, aber somit kommt auch während der Fahrt nicht so viel Wind und Luft in diese Box rein. Dieses Cover kommt ohne irgendwelche Verstrebungen aus und ist damit komplett flexibel und lässt sich überall und schnell irgendwo verstauen. Und damit Wasser auch abperlt und so eine Regendachform auch gewährleistet ist, wird es hier mit diesem Straps hier oben gespannt während der Fahrt und auch wenn das Rad abgestellt ist. Und es ist halt auch super einfach möglich, Kinder hier mit montiertem Boxcover reinzusetzen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, das ist ja voll gemein, aber ist es nicht, denn hier gibt es eine clevere Funktion. Wir nehmen das hier mal ab und dann sind hier zwei abgedichtete Reißverschlüsse, die sich dann einfach öffnen lassen. Und so kommt man auch mit montiertem Cover einfach an die Box ran, kann Dinge einladen, ausladen und eben auch die Kinder reinsetzen. So, und schon gucken nur noch die Oberkörper raus und der Rest ist richtig schön muckelig warm eingepackt. Ich finde, das ist ein echt cleveres Cover, das dazu auch noch richtig gut designt ist. Bevor wir gleich das Lovins Explorer auf der Straße bewegen, zeige ich euch einmal die Sitzposition. Ich habe hier am Anfang des Videos gesagt, die ist ziemlich Hollandradmäßig, also wie gesagt dieser flache Sitzwinkel und dann ja auch nach hinten geneigte Lenker, der sollte für eine sehr aufrechte und sehr natürliche Bewegung beim Fahren sorgen. Wir haben hier einen sehr stark in der Neigung und Höhe verstellbaren Vorbau. Also der lässt sich wirklich von so einer sehr sportlichen Position bis zu einer außerordentlich nach hinten geneigten und gemütlichen Position bringen. Für mich ist das allerdings nicht optimal, sondern eher das hier, wenn ich tatsächlich auch sehr aufrecht sitzen möchte auf diesem Fahrrad. Und das fühlt sich auch sehr stabil an. Auch der Sattel hat eine hohe Verstellung, einen hohen Verstellbereich. Also wirklich, ich schätze mal, für Menschen zwischen 1,55 Meter und 2 Metern können hier entspannt drauf fahren. Und wenn ich den Einstieg hier dann überwinde, Rad vom Ständer holen gelingt auch sehr einfach, dann könnt ihr hier erkennen, ich sitze beim Fahren sehr aufrecht. Und eine sportliche Sitzposition ist auch durch diesen flachen Sitzwinkel gar nicht so sehr gewünscht, sondern man soll dieses Rad aufrecht fahren und dann sitzt man halt auch ziemlich genau über dem Hinterrad. So, und wir legen jetzt mal los mit dem Fahren, ne? Herrlich, sage ich euch, herrlich. Das erste, was wir machen, ist ein Beschleunigungstest. Und wir sind in der größten Unterstützung, wir sind in der kleinsten Übersetzung und wir legen mal los. Ja, und 25 km/h. Es ist einfach ein Bosch Cargoline Motor mit Enviolo. Das heißt, die Beschleunigung ist nicht super spritzig, aber sie ist da und sie ist zügig. Man wird auf jeden Fall die meisten anderen Radfahrenden an der Ampel überholen bzw. schneller sein. Ich habe jetzt natürlich gerade meine beiden Mitarbeiter hier vorne drin, die simulieren zwei kleine Kinder, etwa 40 Kilogramm Gewicht. Und wir werden jetzt mal sehen, wie uns das Ganze jetzt den Jerusalemsberg hochbringt. So, wir beginnen mit einer kleinen Übersetzung. Relativ hohe Trittfrequenz, ca. 90 Trittfrequenz, 187 Watt. Das ist für mich jetzt nicht sonderlich viel. Wir sind jetzt bei 18 km/h, 17, 16,8. Jetzt wieder auf 15, das ist realistischer. Und 200 Watt etwa, 90er Trittfrequenz. Also 16 km/h, das liegt im Bereich des Üblichen für ein Rad dieser Größe, für ein Rad dieses Gewicht. In dieser aufrechten Sitzposition kann man natürlich nicht so viel Kraft aufs Pedal bringen. Es reicht aber definitiv aus, um Steigungen hochzufahren, kleinere und größere, wobei man bei größeren Steigungen sich wahrscheinlich noch mal mehr auf den Motor verlassen muss und dann auch nicht ganz so schnell ist. Wenn man jetzt hier so fährt, dann fällt eine Sache auf: Man hört den Motor kaum. Das ist, glaube ich, der leiseste
Cargoline-Motor, den ich bisher gehört habe. Und was jetzt auch auffällt bei dieser aufrechten Sitzposition, auf dem Lenker ist wirklich kein Druck. Ich halte den Lenker nur fest, weil ich lenken muss, aber nicht, weil ich mich abstützen muss, sondern die ganze Last sitzt natürlich hier auf dem Sattel und durch diese holländische Geometrie wirklich direkt über dem Hinterrad. Sehr leichtgängige Lenkung, die aber trotzdem sehr gut reagiert, sehr schnell reagiert. Und wir gucken jetzt mal, wie der Lenkeinschlag ist hier bei dieser Seilzuglenkung. Nehmen die scharfe Kurve. Ja, der Lenkeinschlag ist wirklich mehr als ausreichend groß. Für eine Seilzuglenkung ist der Lenkeinschlag wieder relativ klein. So, aber der Lenkeinschlag ist deutlich größer als bei den meisten Long Johns, die mit einem Lenkarm auskommen. So, jetzt mit 32 km/h über Schotter fällt erstmal auf, das Rad ist auch hier sehr leise. Wir haben jetzt natürlich auch keine Gegenstände in der Box, die hin und her klappern können, aber das Rad an sich klappert ebenfalls nicht, sondern das fährt sicher und satt auch über diese Unebenheiten rüber. Ich merke allerdings schon, so bei Kanten, dass ich eben direkt über dem Hinterrad sitze und somit auch Schläge quasi direkt an mich durchgereicht werden. Ja, die Gabel vorne hat zwar nominell nur 40 mm Hub, was in absoluten Zahlen nicht viel ist, aber durch diese Konstruktion, durch diese Bugfeeds-Form und das relativ leichte Vorderrad reichen diese 40 mm aus, um einen guten Komfort zu gewährleisten. Ja, noch hier über Unebenheiten fährt sich das Lovens Explorer echt satt. Also selbst diese 40 mm, die machen echt schon einen riesen Unterschied. Also solche engen Kurvenfahrten sind eigentlich kein Problem, aber wenn man größer ist, so wie ich, muss man so ein bisschen mit dem Bein darauf achten, dass man nicht gegen den Lenker kommt. Wir machen jetzt einmal den Bremstest aus 25 km/h und zwar da vorne an der Asphaltkante. Okay, also von hier bis nach da vorne sind es gut und gerne 3 Meter. Ausreichend wenig ist aber auch kein Bestwert. Der Hebel hat eine an sich angenehme Form und auch der Druck, den man mit der Hand auf den Hebel ausüben muss, der ist in einem sehr angenehmen Bereich und sollte einen auch den ganzen Tag über bremsen lassen können, ohne dass die Finger zu stark ermüden. Also ich bin echt erstaunt, wie gut diese 40 mm Gabel Unebenheiten wegschluckt. Aber was ich definitiv empfehlen würde, ist eine Federsattelstütze. Wenn man hier auch sitzt und so von oben nach unten guckt, dann ist das natürlich eine Riesen-Schüssel, die man vor sich hat. Einfach dadurch, dass man ganz am Ende des Fahrrads sitzt und die komplette Box in seiner ganzen Pracht vor sich hat. Also es fühlt sich tatsächlich erstaunlich leicht an beim Fahren. Das hätte ich nicht erwartet für so ein großes und schweres Fahrrad. Lenkbefehle werden direkt übertragen. Die Lenkung fühlt sich leicht an. Das ist schon eine sehr aktive Fahrt. Von der Fahrt her macht das schon echt Spaß. Und das hier, das S85, gibt es ab einem Preis von 6.499 € mit der manuellen Enviolo. Wenn ihr es mit der automatischen Enviolo haben wollt, müsst ihr 6.899 € ausgeben für das S85. Dieses Bike hier, das Testfahrrad mit dem Boxcover und dem LED-Streifen vorne, kommt somit auf einen Gesamtpreis von 6.750 €. Ich habe es irgendwann zwischendrin gesagt und ich habe es auch im Thumbnail dieses Videos. Das hier ist das Super Bugfeeds. Es kombiniert wirklich eine klassische Grundform, ein klassisches Grunddesign mit ziemlich vielen coolen Details. Und ich bin mal sehr gespannt, wie uns das Lovens Explorer S85 in den nächsten Wochen begleiten wird. Jetzt seid ihr dran. Was gefällt euch beim Lovens Explorer besonders und was gefällt euch vielleicht auch nicht? Und was sollen wir mal in den nächsten Wochen genauer testen, um ein möglichst umfassendes Bild vom Lovens Explorer zu bekommen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.